Wenn du das Video angeklickt hast, willst du wahrscheinlich auch kein Opfer davon sein, jedes Mal, wenn die Motorkontrollleuchte leuchtet, in die Werkstatt fahren zu müssen und allein nur fürs Auslesen, ohne dass an dem Fehler irgendwas gemacht wurde, 40 bis 80 Euro auf den Tisch zu legen. Ich kann dich verstehen, da war ich auch mal und will dir deswegen heute dieses kleine Gerät hier vorstellen, das MT100, was unter 20 Euro kostet und mir schon sehr häufig den Weg in die Werkstatt und einen Haufen Geld gespart hat. Bleib dran. Ganz kurzer Transparenzhinweis, das ist keine Werbung, das Gerät habe ich mir privat gekauft und verwende es schon lange. Denn seit der Einführung der neuen OBD-Norm haben auch unsere Zweiräder jetzt eine Motorkontrollleuchte, die leider Gottes auch hin und wieder mal angeht. Aber zum Glück haben die auch den Diagnosestecker, wo der Techniker so ein Gerät anschließt, um die Fehler auszulesen. Und genau dafür ist dieses kleine Gerät da. Zum Moment der Videoaufnahme kostet es sogar unter 19 Euro und es kann Fehlerspeicher auslesen und löschen und ganze 21 Live-Daten erfassen, zumindest hier an meinem Fahrzeug. Auf die gehe ich am Ende des Videos nochmal genau ein, denn die sind super wichtig, um richtige Fehler zu finden. Und übrigens, das Gerät funktioniert nicht nur mit Rollern und Motorrädern, sondern auch mit Autos. Ganz wichtig zu der Einordnung, das Gerät kann nur das Motorsteuergerät auslesen. Ist ja klar, für den Preis ist es nicht für professionelle Zwecke gedacht, um alle Steuergeräte auszulesen. Aber wenn die Motorkontrollleuchte angeht, hat es mir schon mehrmals den Weg in die Werkstatt und eine Menge Werkstattkosten gespart. Angeschlossen wird das MT100 an die Diagnosebuchse, da bekommt es auch seinen Strom. Ihr braucht also keine Batterien, das Gerät muss auch nicht geladen werden. Habt ihr es also angeschlossen, ist es ab Werk auf Englisch eingestellt. Ihr könnt aber auch ganz einfach auf Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch, Portugiesisch und Niederländisch wechseln. Und ihr müsst auch keine FIN eingeben, keine Schlüsselnummer. Das Gerät verbindet sich automatisch, wenn die Zündung angeschaltet ist, mit dem Steuergerät und die Diagnose kann eigentlich direkt losgehen. Dann werdet ihr nochmal gefragt, ob die alten Diagnosedaten auf diesem Gerät gelöscht werden sollen oder nicht, um die neuen auszulesen. Da könnt ihr also Ja anklicken und den Fehlerspeicher auslesen. Und dann wird direkt auch der Status der Motorkontrollleuchte gezeigt und die Anzahl der gespeicherten Fehler. Da muss ich aber kurz ausschweifen, es muss nicht unbedingt die Motorkontrollleuchte leuchten. Ich hatte mal den Fall, da war die Motorkontrollleuchte aus, aber wenn ich den Roller angemacht habe, im kalten Zustand und im Standgas schwankte immer wieder die Drehzahl so zwischen 1500 bis 2000 Umdrehungen. Das konnte man auch auf der Drehzahlanzeige sehen, dass sie schwankt. Da habe ich das Gerät angeschlossen, Fehlerspeicher ausgelesen und da war ein Lambda-Fehler hinterlegt. Wie gesagt, Motorkontrollleuchte war aus. Ich habe den Fehler gelöscht und seitdem läuft der Roller ruhig und gleichmäßig. Ein anderes Mal wollte ich dem Roller vor einer längeren Tour was Gutes tun und habe Super Plus getankt, also dieses Super 98 Oktan. Und ja, war wohl nichts. Mitten in der Tour ist die Motorkontrollleuchte angegangen und wie ich später auch von einem der Kanalzuschauer erfahren habe, hat er genau dasselbe Problem. Anscheinend mag der Roller Super Plus nicht und darf nur mit Super 95 getankt werden. Auf jeden Fall war die Motorkontrollleuchte an, Gerät angeschlossen, Fehler gelöscht und die Tour konnte weitergehen. Natürlich seitdem tanke ich nicht mehr Super Plus. Ansonsten könnt ihr damit auch andere Fehler auslesen, wenn die Steuerzeiten nicht mehr stimmen, wenn Probleme mit der Spritpumpe vorliegt oder Fehler in der Spannungsversorgung, generell in der Motorsteuerung, Sensorenfehler oder andere abgasrelevante Fehler. Und apropos abgasrelevante Fehler, wie ich sagte, funktioniert das Gerät auch mit Autos und da hatte der VW Polo meiner Mutter auch mal die Motorkontrollleuchte an. Genau mit diesem Gerät habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und er zeigte Falschluft im Ansaugsystem an. Man musste also nur den Schlauch suchen im Ansaugsystem, der vielleicht einen Riss hat. Den haben wir auch gefunden und Schlauch ersetzt, Fehler gelöscht. Die Werkstatt hätte allein fürs Auslesen, ohne an dem Fehler irgendwas zu machen, ohne die Motorhaube aufzumachen, schon 80 Euro genommen. Das haben wir uns auch gespart. Aber zurück zu diesem Gerät. Es hat übrigens auch eine Fehlercode-Deutung. Wenn ihr irgendwoher einen Code habt, könnt ihr den unabhängig von einem Fahrzeug eingeben. Nehmen wir hier als Beispiel, um nicht zu viel einzugeben, den Code B2200. Ihr tippt den einfach ein und das Gerät sagt euch NOx-Sensorfehler im Stromkreis. Dann wisst ihr, okay, es könnte vielleicht eine Leitung defekt sein oder der Stecker ist nicht angeschlossen oder vielleicht auch nur korrodiert. Und dann kommen wir zu einer sehr interessanten Sache, mit der man schon eine ganze Menge machen kann mit diesem Gerät. Das sind die Live-Daten. Das Gerät zeigt euch in Echtzeit den Ist-Zustand eures Fahrzeugs. Zum Beispiel, was machen die Sensoren? Stimmt die Kühlertemperatur? Reagiert die Drosselklappe auf den Gaszug bzw. auf das Gaspedal? Oder was ist gerade die exakte Drehzahl? Und wenn euch die Zahlen nicht reichen und ihr sagt,
Ich sehe es lieber bildlich, dann könnt ihr einfach auf den jeweiligen Wert klicken und bekommt so ein Diagramm, an dem ihr die Daten auch so ablesen könnt. Diese Daten kann man übrigens auf diesem Gerät aufzeichnen und speichern. Wie genau das geht, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Das habe ich bisher schlicht nicht gebraucht. Und jetzt kommen wir zu den versprochenen Live-Daten, die das Gerät alle erfassen kann. Hier am Beispiel meines Rollers SymJet 14. Mit den Übersetzungen der Abkürzung hat mir eine KI weitergeholfen. Wenn da eine Kleinigkeit nicht stimmt, seht es mir bitte nach. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Das ergibt alles seinen Sinn. Wir gehen einfach auf die Live-Daten und sehen uns den ersten Punkt an. Der erste Punkt ist der DTC-Count. Das heißt, er zeigt die Anzahl der momentan im Steuergerät hinterlegten Fehler an. Der zweite Punkt ist der Fuel System 1 Status. Das zeigt den Status des Kraftstoffsystems 1, also den Regelkreis. Wenn da steht Open Loop, ist es auch normal, wenn man Gas gibt oder im Kaltstart. Wenn da steht Closed Loop, geschlossener Kreis, bedeutet das, dass das Steuergerät optimal die Einspritzung anhand der Lambda-Sonde regelt. Fuel System 2 ist das Kraftstoffsystem 2. Das ist aber für uns bei einem Roller uninteressant. Das ist eher was für V-Motoren, die haben nämlich 2 Bänke. Load PCT ist die berechnete Motorlast in Prozent. Das zeigt, wie stark der Motor gerade in Echtzeit beansprucht wird. Der 5. Wert ist sehr wichtig. Das ist nämlich Engine Coolant Temperature, ECT. Das ist nämlich die Kühlmitteltemperatur und da kann man schauen, ob der Sensor den richtigen Wert liefert. Wenn er zum Beispiel fälschlicherweise minus 40 Grad liefert, würde der Motor stark ruckeln, viel Sprit verbrauchen. Der 6. Wert ist die kurzfristige Kraftstoffanpassung in Prozent. Das zeigt an, ob das Steuergerät gerade etwas mehr Sprit einspritzt oder etwas weniger. So funktioniert nämlich die Gemischbildung. Mal wird ein bisschen mehr eingespritzt, mal etwas weniger, um das perfekte Gemisch zu halten. Dann haben wir hier einen super wichtigen Wert, LONG-FT. Das ist der Long-Term Fuel Trim. Also langfristige Kraftstoffanpassung, ein super wichtiger Indikator für eine Fehlersuche. Wenn dieser Wert zum Beispiel dauerhaft stark im Plus- oder im Minusbereich ist, meistens so über 10%, liegt das fast immer am mechanischen Problem, wie zum Beispiel einer Falschluftung im System oder einem defekten Injektor. Wenn die Maschine zum Beispiel zu viel Luft zieht, dann versucht das Steuergerät das mit mehr Sprit auszugleichen. Dann werdet ihr eine zu große Korrekturzahl oder Prozentzahl erhalten. Oder wenn der Injektor zum Beispiel verdreckt ist oder verstopft ist, würde das Steuergerät auch versuchen, das etwas stärker zu korrigieren. Andersherum, wenn die Einspritzdüse oder der Injektor etwas leckt und ein bisschen zu viel reinspritzt, würde das Steuergerät in den Minusbereich versuchen, da ein bisschen wegzunehmen. Dann haben wir hier den MAP, das ist der Saugrohrabsolutdruck. Für das Steuergerät ist dieser Wert sehr, sehr wichtig, einfach um die angesaugte Luft zu messen. Das ist wichtig bei Fahrzeugen, die zum Beispiel kein Luftmaßmesser haben. Warum ist dieser Wert so wichtig? Ist ja klar, abhängig davon, wie viel Luft angesaugt wird, muss auch dementsprechend das Steuergerät die Einspritzmenge korrigieren bzw. anpassen. Der nächste Wert, RPM, ist Revolutions per Minute oder Rotation pro Minute. Das zeigt einfach die Motordrehzahl an Kurbelwellensensor, beziehungsweise wie man den in der Rollersprache nennt, das Pickup. Das ist der kleine Sensor, der über dem Polrad an der Lichtmaschine sitzt. VSS ist Vehicle Speed Sensor. Das erfasst einfach die Geschwindigkeit der Maschine. Das ist super praktisch, einfach um zu schauen, wenn der Tacho nicht funktioniert, ob das Steuergerät überhaupt ein Signal vom Sensor bekommt. Spark ADV ist für uns weniger interessant, das ist eher was für Tuner. Das zeigt nämlich den Zündzeitpunkt der Zündkerze in Kurbelwellenwinkel. Das heißt, die Kurbelwelle dreht sich und bei welchem Winkel, in welcher Position der Kurbelwelle der Zündfunke stattfindet. IAT ist die Intake Air Temperature, also die Temperatur der angesaugten Luft. Natürlich ist es wichtig für das Steuergerät zu erfassen, ist die Luft eher wärmer oder eher kälter, denn anhand der Temperatur berechnet das Steuergerät, wie viel Kraftstoff eingespritzt werden muss, denn kalte Luft ist ja dichter als warme Luft. MAF, Mass Airflow, ist der Luftmassenmesser, der zeigt die Luftmenge in Gramm pro Sekunde an.
Ein sehr wichtiger Wert, denn dieser Wert muss beim Gasgeben sauber ansteigen. Wenn er nicht sauber ansteigt, kann das sein, dass der Luftmassenmesser verträgt oder defekt ist. Und wenn der Luftmassenmesser falsche Werte liefert, spritzt die Einspritzdüse auch falsch ein. Denn das Steuergerät berechnet ja auch anhand der angesaugten Luftmenge, wie lange und wie viel er die Düse einspritzen soll. TP ist die Throttle Position. Einfach gesagt, wie weit die Drosselklappe gerade geöffnet ist. Das ist ein wichtiger Wert, um zu schauen, wenn ihr am Gasgriff zieht oder Gaspedal betätigt, ob die sauber funktioniert. Dann muss nämlich die Zahl sich ändern. O2S11 ist der Oxygen Sensor Bank 1 Sensor 1. Das ist also der Sauerstoffgehalt vor dem Katalysator. Da muss die Spannung immer hin und her springen. Laut Gemini soll der Wert zwischen 0,1 und 0,9 Volt betragen. Dafür will ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Es kann sein, dass es bei unterschiedlichen Fahrzeugen anders ist. Da kann ich nichts genauer zu sagen. Aber der Wert muss schon springen, denn wie ich bereits sagte, funktioniert so die Gemischanpassung bzw. die Gemischbildung. Es wird mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr eingespritzt und das abwechselnd. Das könnt ihr auch, wenn ihr auf den Graphen geht, auf dem Graphen sehen, dass der Wert immer hin und her springen muss. Der nächste Wert ist der Kurzzeit-Trim, der speziell auf den Messwert der ersten Lambda-Sonde, die wir gerade besprochen haben, basiert. Und der OBD-Sub gibt den genauen OBD-Standard an, für den das angeschlossene Fahrzeug zertifiziert ist. Das kann zum Beispiel OBD2 oder das europäische EOBD sein. Runtime ist einfach die Laufzeit des Motors seit dem letzten Schlüsselumdrehen. Das heißt, es zeigt einfach an, wie lange der Motor seit dem Start des Fahrzeugs läuft. Der nächste sehr wichtige Wert ist die Mil-Dist. Das ist nämlich die Distanz, die das Fahrzeug mit einer eingeschalteten bzw. mit einer leuchtenden Motorkontrollleuchte gefahren ist. Und das kann sehr entlarvend vor einer Werkstatt sein, wenn ein Kunde kommt und sagt, meine Motorkontrollleuchte ist an, ich will das mit Garantie abwickeln. Und die Werkstatt liest aus und stellt fest, der ist schon seit 5000 Kilometern damit unterwegs. Dann könnte es knapp werden. Der Wert Baro ist auch ein wichtiger Wert für das Steuergerät. Wie der Name schon sagt, ist es der barometrische Umgebungsluftdruck. Das ist ein sehr wichtiger Wert, weil wenn wir zum Beispiel mit dem Roller im Gebirge unterwegs sind, wo der Luftdruck geringer ist, muss das Steuergerät das Gemisch ja trotzdem noch gut regeln können. Und der letzte Wert, Mil-Time, zeigt einfach an, wie lange die Motorkontrollleuchte schon an ist. Also kurz zusammengefasst, das ist jetzt kein Gerät für Profi-Einsatzzwecke, aber um abgasrelevante Fehler zu finden und zu löschen und anhand der Live-Daten einfach versteckte Fehler zu finden oder beziehungsweise einige Anpassungen zu machen, da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht einfach unschlagbar. Lass mich in den Kommentaren wissen, ob du an deinem Fahrzeug selbst schraubst oder lieber die Werkstatt aufsuchst und ob du so ein OBD-Lesegerät schon verwendet hast. Und wenn nicht, ob du das nach diesem Video vielleicht machen würdest. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Du kannst selbstverständlich kostenlos meinen Kanal abonnieren, um weitere solcher Videos oder Reparaturanleitungen, Reisevideos und so weiter nicht mehr zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.